This Bible verse is from Isaiah 43, verse 1. Jesaja 43, Vers 1. And to be honest, it's only the words of God that I'm translating or that I'm giving to you in this verse. So it's actually only part B. Also es ist B-Teil des Verses, ne? Es sind nur die Wörter, die Gott spricht. So yeah, this is the last part of that verse. It's not the whole thing. God spoke to me and he said, no, it's just the... Das ist ja der letzte Teil von dem Vers. Okay, this is a beautiful verse. Ja, es ist wirklich sehr schön. You'll see many times in the Hebrew Bible, it uses this little line, the dash in there, and it's almost like it's connecting two words. Sehr häufig in der hebräischen Bibel sehen wir, dass sie Bindestriche verwenden, fast so, als ob man sagen möchte, die beiden Wörter müssen miteinander verbunden werden. But remember, it's still two words, so they're connected somehow. And in this case, it is connected because it's a command. Und das sind aber dennoch zwei Wörter, gell, die miteinander verbunden werden, ja. Und in diesem Fall sind die deswegen miteinander verbunden, weil daraus dann ein Befehl entsteht. Maar dus Afrikaans sê ons mos koppelteken, omdat ons koppel twee woorde aan mekaar. In Duits precies hetzelfde, bindestrich. Jy verbind dit met mekaar. Die Polizei ist hier, Tian, die suchen dich, weil du beim Premierminister nicht mit bist bei der ganzen Großveranstaltung da. Yeah, well, I have better things to do. Jy moet die dubbeltekentjie bitte daarop sit. Danke. Okay, so the Hebrew is altira. Das Hebräisch ist altira. Altira. If this was a command for many people, it would have been altiru. Wenn das ein Befehl wäre für eine Gruppe von Menschen, wäre das altiru. Ihr erinnert euch, wenn wir U am Ende haben, ne? Sorry. Hallelu. That's the plural command. Hallelu zum Beispiel, Befehlsform Plural, gell? But this is for a singular form. Fear not. Aber das hier ist im Singular. Fürchte dich nicht. Fürchte take this nicht. upon yourself. Fürchte nicht. Fürchte nicht. Bitte? Take this upon yourself. Nimm das Make ruhig this für dich personal. an. Nimm das ruhig für dich persönlich an. Okay, so the word you here is assumed from the context. It's not actually said. Aber das Wort dich wird hier einfach angenommen, ne, aus dem Kontext, aber das steht so nicht geschrieben. Ne? And the word here for don't Und das Wort für nicht is the word al. Ist das Wort all in dem Fall. And this only comes in when something is a command. Und das passiert nur, wenn etwas ein Befehl ist. Normally, don't or not or no is lo. So. Normalerweise ist ja so, wenn wir sagen nicht oder nein oder tu's nicht, sagen wir immer lo, ne? But in a command, these two are switched around. You see, it's not lo, it's al. Aber in den Befehlsformen werden die beiden eben getauscht. Dann ist es all und nicht lo, all. You get a lot of strange things in Hebrew and in Israel. Then you get to the Arabic and no is la. And then Und das it's ist so strange. sehr viel ist so durcheinander und dann lernt man Arabisch und dann ist nein la. Lo Okay, la. so altira. Altira. Do not fear.
fürchte dich nicht. And then God comes and he says, because. Dann kommt Gott und er sagt, denn He wants to give us a reason why we should not fear. er möchte uns einen Grund dafür geben, warum wir uns nicht fürchten sollen. Why shouldn't we fear according to what God says to Jacob and Israel in Isaiah 43? Warum sollen wir uns nicht fürchten, gemäß das, was Gott hier dem Jakob und auch Israel sagt in Jesaja 43? Because Denn he redeemed us. er hat uns erlöst. We as believers can take this verse for ourselves even so much more than the Israelites or the descendants of Jacob. Und can you repeat it one more time, please? Sorry. We as believers can take this verse even more for ourselves than Israel or the descendants of Jacob. Wir, die wir gläubig sind, wir können diesen Vers noch mehr für uns annehmen, ja, als die physischen Nachfahren von Jakobs und Israels, die vielleicht nicht gläubig sind, ne? Weil wir verstehen, was das ist, erlöst zu sein. Okay, in this case, the word you is in here. In diesem Fall ist das Wort dich hier drin. Seht ihr das? Wer sieht das? Wer sieht das? Das haben wir heute erst gelernt. Unser neuer Konzept, in dem neuen Konzept. Ja! Ihr seid so cool. Li, lecha, lach, ge'alticha. Gealticha. Remember, this one is silent. Dieses Vokal ist stumm. Ge'alticha. Gealticha. So, where does it come from? God says, I saved you. Wo kommt das denn her, dass Gott sagt, ich habe dich erlöst? There it is. I. The Da I. ist es. Wir haben I drin, ne? Erinnert ihr euch? I. Oh, so it's all in there. Alles das finden wir hier drin. All four of these words is one word in Hebrew. Alle vier diese Wörter sind ein Wort in Hebräisch, in der hebräischen Sprache. Okay, so altira ki ge'alticha. Do not fear, for I have redeemed you. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. God says to Israel, don't be afraid, I redeemed you. Gott sagt dem Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. How much more we as believers, eh? Wie viel mehr denn wir, die wir gläubig sind? He even says to us, he didn't give us a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. Hat uns ja sogar gesagt, er hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ne? Now, this next part of this verse is beautiful to me. Und dieser nächste Teil in dem Vers ist einfach wunderschön für mich. Because this is so personal. Denn das macht das Ganze so persönlich. Even though this was given to Israel, I take it personally. Und obwohl das hier wirklich Israel persönlich gegeben worden ist, ne, nehme ich das für mich an. Do you see how this word ends? Seht ihr, wie das Wort endet? Wieder? Like the previous one, ge'alti. That T, this is
a different word that I want you to read by yourself first. Das ist ein anderes Wort, das ist nicht gealti, aber ein anderes Wort, was ihr erstmal selbst lesen könnt. Wow, I would have never guessed the German here. Just looks Really? wrong. Yeah. Wow. Wow. I thought it would be like roof or something. Yeah, but that is the past tense. Ah, okay. Because it says, I have called you. Ja. And again, the word you is from context assumed. It is not in the Hebrew here. Ich rief dich und das Wort dich wird jetzt wieder einfach angenommen aus dem Kontext. Ne? Es steht nicht da. I have called you. Oh, wonderful. He called us. Let's see what it says further. This is Ich rief dich oder ich habe dich gerufen, ne? Je nachdem, wie man es sagen will, aber ich rief dich in dem Fall. Und dann, lass mal schauen, was hat er uns gerufen? now normally this would be be. Normalerweise würde hier ja sein be, ne? Mit einem Pünktchen, be. Which means in. Das bedeutet ja in. In this case, it is still the same. It's just ve instead of be. In dem Fall heißt es immer noch in, aber es ist we anstatt be. Das heißt aber immer noch in. Remember, in or be is translated in a few ways when you translate it to English or German or so. And in this case, it is translated as such. Denkt aber dran, be oder we, wie es in diesem Fall ist, wird häufig übersetzt eine andere Form, ne? Am, in, im und so weiter. Und in diesem Fall ist das bei. And okay, let's change this up a little bit. So, ve or be means by. And again, the cha at the end, your name. In dem Fall sehen wir, deinem ist mit drinnen, ne? Cha am Ende. This in the middle, that's the Hebrew word for name. It's actually Shem. Ja, und das da in der Mitte ist hebräisch für Name, normalerweise Shem, ne? So, karati veshimcha. Karati veshimcha. It's an easy word to remember, karati. Karate ist einfach, ne? Veshimcha. Veshimcha. I have called you by your name. Ich rief dich bei deinem Namen. Ich rief dich bei deinem Namen. This verse just becomes deeper and deeper every word you read. Und dieser Vers wird einfach nur tiefer und tiefer, je mehr Wörter man liest. Ne? It starts out where he says, Altira, don't be afraid. Es fängt damit an, dass er uns sagt, fürchte dich nicht. Okay, God says don't be afraid, so I won't be afraid. Okay, Gott sagt, ich muss mich nicht fürchten, also fürchte ich mich nicht. He says, because I have saved you, ki ge'alticha. Und dann sagt er, weil ich dich erlöst habe. Wow, okay, now I understand why I shouldn't fear, because God has redeemed me. He is in control. Dann denke ich, wow, deswegen muss ich mich nicht fürchten, weil Gott mich erlöst hat. Gott hat die Kontrolle. And then he goes even further and says, I called you by your name, karati veshimcha. Aber dann geht er weiter und er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich rief dich bei deinem Namen. Then I just say, wow. Und dann sage ich einfach nur noch, wow. I take this for myself and I say, God knows about me. Und dann sage ich nehme das hier für mich an. Gott weiß Bescheid, was mich anbetrifft. But this last two words,
This really gets to me. Aber die letzten beiden Wörter, ja, die treffen mich dann mitten ins Herz. This is like boom, explosion. Wie eine Explosion. Oh, I love the German translation here. The translation Gila gave me. Could you maybe read the German verse for us? Ja, As it's written in the German Schlachter 2000. ja. Du kennst dich schon aus mit der besten Bibelübersetzung, Tian. Yeah. I know. Okay, so Altira kigelticha karati beshimcha li ata. What is the Fürchte dich German? nicht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Okay, so the literal translation that we're giving this evening Und die wortwörtliche Übersetzung, die wir heute Abend geben, is so special to me. ist ganz besonders, ist wirklich besonders für mich. If you look at this last two words, to Wenn du dir die me, letzten beiden Wörter anschaust, ne, die miteinander verbunden werden hier, da hast du einmal zu mir, li, you remember also li li, that we just did? ihr erinnert euch an li, Li, lecha, lach, lo, la. You have to go learn that now, practice it. das, was ihr lernen müsst, ne, wo wir sagen li, lecha, lach, lo, la und so weiter. And you know the word ata. Und ihr kennt das Wort ata. Of course, the word you are is assumed because when you say ata, it is assumed. Natürlich, sein wird einfach angenommen. Ne? Wenn man sagt ata oder du, dann geht man davon aus, dass du bist. Okay, so this is the most basic, simple Hebrew little sentence that will melt a big man's heart. Das ist so ein ganz einfacher Satz auf Hebräisch, ganz primitiv, aber dieser Satz hier kann das Herz eines riesigen Mannes zum Schmelzen bringen. It's just so innocently said. Das ist einfach nur so unschuldig gesagt, ne? Li ata. Li ata. To me, you are. Zu mir bist du. There is a way in Hebrew to say, you belong to me. Und es gibt eine Art und Weise, wie man auf Hebräisch sagt, du gehörst mir. But God chooses to say it in this way, li ata. Aber Gott entscheidet sich, das auf diese Art zu sagen, li ata. So simple, but so powerful. So einfach, aber so kraftvoll. Li ata, you are mine. To me, you belong. Li ata, zu mir bist du. Du gehörst mir, du gehörst zu mir. Zu mir gehörst du. I hope you enjoyed that just as much as I enjoy teaching Hebrew and teaching the Bible from the Hebrew language perspective. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich Spaß dabei habe, wenn ich Hebräisch unterrichten kann und wenn ich das aus der biblischen Perspektive machen kann. We have a lot of material on the Hebrew language and the Bible from this culture and language perspective on kolkala.com. Und wir haben ganz, ganz vieles an Materialien über die hebräische Sprache und über die Bibel aus eben jener Perspektive auf kolkala.com. And if you're interested in learning Hebrew, you can write to me and I will help you to maybe fall in with a class or follow some lesson of us somewhere. You can write to tian@hebrewpeople.com.
Und wenn du Interesse daran hast, die Sprache zu lernen, dann kannst du mir gerne schreiben, tian@hebrew-people.com, und dann können wir schauen, in welche Klasse wir dich unterbringen können oder wo du dir die Aufnahmen anschauen kannst. People often ask us, how can they support us? You're welcome to go onto our website, hebrewpeople.com, and you'll see there is a donate button. If you click on it, you'll see all our banking details, and that's it. We don't need to then send you everything personally. It's there for you to see whatever you'd like. Und die Menschen stellen uns häufig die Frage, wie sie uns finanziell unterstützen können. Nun ja, wenn du auf hebrew-people.com gehst und du gehst auf die deutsche Seite, dann gibt es dort ein Knöpfchen, das heißt Spenden. Und wenn du darauf klickst, hast du alle Kontodaten von uns. Dann brauchst du uns also nicht mehr anzuschreiben, du brauchst nicht mehr nachzufragen. Du kannst einfach dann geben, wann der Herr es dir aufs Herz legt. So as we say in Hebrew, Shalom. Und wie wir das auf Hebräisch sagen, Shalom.